Hallo YouTube, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Paradigma und es geht weiter mit einer weiteren Folge The Technomancer. Ja, bald haben wir die 50er Grenze erreicht. Es dauert nicht mehr lang. Das müsste Part 49 müsste das sein. Also, Hut ab an alle, die es bis dahin geschafft haben. Ihr habt eine Engelsgeduld. Ich weiß nicht, was uns noch alles erwartet. Wir sind gerade wieder in eine neue Stadt gekommen. Diesmal sind wir in der Mutantenstadt. Wir waren mal wieder auf der Flucht vor Victor, anstatt dass wir ihm endlich einfach eine aufs Maul hauen. Naja, gucken wir uns hier erstmal um. Wir haben hier immer noch unsere Nebenquests, die wir nicht erfüllen können. Und das, ja, wobei, vielleicht geht es mittlerweile, ich weiß es nicht. Finde Gloria in Noctis. Das müssen wir auch noch machen. Na egal, gucken wir uns erstmal hier um. Hier haben wir nämlich ein paar Hauptquests und dann sogar noch eine Nebenquest. Gut, wissen wir Bescheid. Machen wir mal wieder, wie immer, zuerst die Nebenquest und öffnen jede verschlossene Truhe, die wir finden. So. Ne, da müssen wir rüber. Da ist dann gleich wieder die Lagerkiste. Genau, da oben ist die Lagerkiste. Wir flüchten immer dann aus einer Stadt, wenn da Gegner auftauchen, ne? Immer dann, wenn es ans Kämpfen geht. Danach hauen wir ab. Hallo. Hallo Mutant. Hallo. Hey. Hello. How are you? Someone told me about you, so I wanted to come say thanks. Your instructions helped me save my friend. I'm just happy you got there in time. We would have helped ourselves, but feared letting humans know free mutants roam around. Don't blame you. You see what led to all of that? By the time I got there, they tortured my friend, and the Technomancer in charge was leaving. Found himself surrounded by the Technomancer and his soldiers. He wanted to know where they could find a man named Zachariah. You, I suppose. What did he tell him? Not the answer you are scared he gave. He said nothing of your location. Instead, he told this other Technomancer that he knew who he was, but it did not seem to matter. The question was asked again. This time your friend screamed back that he knew who he was, and that they must listen to him. That is when they began to beat him, and he began to scream for mercy. Mercy that would not come, even as he screamed that he could do something for them. The violence only grew. That is when we ran to warn Dandolo. What he was offering to do for them, I do not know. He never said. But it did not matter anyway. All they wanted to know was where you were. Nothing else to them mattered. The torture lasted for hours. Your friend may be not all there, but his loyalty cannot be doubted. Thanks. And thank you for going to Dandolo. Of course. Ein super netter Mutant. Für den steht das gar nicht zur Debatte. Der muss einfach Leuten helfen, die in Not sind. Das nenne ich mal die richtigen Methoden. Jetzt aber ab zu den nächsten Hauptquests können wir da durch. Shit. Heißt den ganzen Weg. Ne, egal. Gucken wir uns einfach mal die Stadt an. Also, Vegetation gibt es ja schon mal keine, wie wir hier sehen. Hier ist auch einfach alles nur Gestein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wobei, das sind wenigstens ein paar Büsche, ne? Nee, da müssen wir nicht rein. Hä? Ist Abschaum jetzt auch hinter uns her? Abschaum verfolgt uns. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der irgendwas von uns will. Das ist ja alles verschlossen. Ich denke, wir müssen einfach den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Denn ich denke, wir werden hier bloß einer verschlossenen Tür nach der anderen begegnen.
Bevor wir jetzt also noch weiter darüber gehen und noch eine verschlossene Tür finden, würde ich sagen, wir gehen den ganzen Weg einfach zurück. Da war die erste verschlossene Tür. Nee. Doch. Ich weiß nicht, die Mutantenstadt sieht irgendwie langweilig aus bis jetzt. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ui, wir haben hier eine Nebenquest. Ach ja, klar, wir müssen wahrscheinlich zurück zum Doktor. Oder auch nicht. Wir müssen doch auf Scott warten und mit ihm reden. Scott, thanks for coming. Please have a seat. I'm just trying to understand something. Ah, a scientific query. Let us engage. No, not quite. I just wanted to understand what you were doing with Alan under that shadow path. A couple mutants saw you and said you told Alan that you knew what he was, and that you could do... Of course, the jackass didn't give a damn. All he wanted to know was where we were. But what the hell were you trying to do, Scott? Do? I wasn't doing. I was doing something, but not what... There are opportunities in life. He might have become an ally, a great Technomancer. Even if you're not friends, he could... I was... a mistake. Versuchen wir einfach mit Charisma ihn davon zu überzeugen, uns endlich die Wahrheit zu sagen. Scott, how long have we known each other? How much do I owe you? You're like a father to me. You know that. And you could tell me anything. Listen, you must Shit. and understand and see. It is only my care and concern that pushed me to... I thought Alan might help you find yourself back where you belong. I was stupid. I am sorry. All I want to know is why you told him you knew what he was. Perhaps you've had a hunch, or caught wind from wherever such winds come from, but I now know. Technomancy stems from mutation, an intentionally created mutation, what the settlers called gene therapy. We, of course, refrain from such potential pollution of real humans, and just the knowledge of such things, well, wouldn't settle most make things very different. My hope, though, was that such knowledge might scare Alan into supporting your cause. You see? Aha. Bestimmt. Okay. Versuchen wir einfach nochmal mehr herauszufinden. What was this ability that you were talking about? Just whimsy. A daydream, perhaps. Trying to remind him of my skills. Medical. Scientific. I yearn to return to abundance, Zachariah. It is my mother. The idea of being discarded into a lawless city. If he remembered my worth, perhaps I thought he might help me return and bring you too. I don't know what the hell you were thinking, Scott, but what's done is done. Let's get out of here. Oh, shit. Ruf -2. Ja, Pech. Was soll man machen? Wir konnten ihn leider nicht überreden. Ich denke, wenn man es nicht let's playt, dann kann man diese Missionen auch ganz einfach abschließen. Und zwar speichert man davor und wählt einfach so oft, bis man es hinkriegt, bis man das Glück hat. Und ansonsten, wenn man es nicht schafft, dann lädt man halt das alte Safe-Game wieder. Aber sowas kann ich während einem Let's Play natürlich nicht abziehen. Oh, die muss ich... Okay. Hua. Aus. Meine Güte, Ziel mal. Der hat sein Zielwasser wieder nicht genommen. Au. So. Der guckt nur noch. Ach, das ist Abschaum. Der, was da um sein Leben flieht.
Oh, wir haben noch Nische dabei. Ach stimmt, das liegt daran, dass wir nichts anderes mitnehmen können. Yep. Okay, shit. Dann gehen wir jetzt ganz schnell zurück, machen Nisha ihr Zeug, finden diese, wen auch immer wir finden müssen, in Noctis. Ach klar, das war die nächste verbuggte Quest. Wir können die ja gar nicht finden. Oh Mann. Ich habe schon ganz vergessen, was alles abgeht hier. Die ist ja außerhalb der Map, die gute. Das heißt aber auch, dass wir Nisha raushauen können. Shit. Wir müssen die Mission abschließen. So ein Dreck. Dann können wir nur gucken. Ich habe jetzt das neue Patch geladen. 1.2 ist draußen. Jetzt können wir einfach nur hoffen, dass jetzt irgendwas davon funktioniert. Oder dass ich überhaupt wieder wegreisen kann. Denn auch das scheint auf der Kippe zu stehen. Hallo? Mit Viereck reisen? Darf ich nicht? Ach, weil ich diesen blöden Abschaum dabei habe. Ach Mann. Blöde Teammitglieder. Die können einfach nur nerven. Was anderes können die nicht. Dann beenden wir erst hier die Hauptmission. Damit wir diesen Abschaum los sind. Hoffentlich sind wir ihn dann los. Und danach geht es zurück nach Noctis, damit wir Nisha los sind. Hoffentlich, wenn die Quest funktioniert. Jo, Mutantengrüppchen, was geht? So. Der wird gebritzelt. Gekrittet, gekrittet, gekrittet. Wow. Ach, das ist ein dicker, deswegen hält er so gut aus. Ah, war's schon. Da ist noch einer. Stufe 32 erreicht. Yay. Halte Kane auf. Na, dann machen wir das mal. Ach ja, das war ja der richtig ungute Fleischberg. Wo ist er denn? Da. Das sollte nicht besonders schwer werden, den aufzuhalten. It would seem they have locked the doors to stop potential disruptions to the bloodbath they have prepared. I know of another way in, though. Follow me. Okay, dann folgen wir ihm mal. Krass, da gibt's ja richtig... Da gibt's richtige Vegetation. Das erste Mal, dass wir so viele Pflanzen sehen. Wir kommen da jetzt eh gleich wieder hin, für alle, die es jetzt verpasst haben. He wishes to set up a regime built upon fear, yet he suffered from something similar. He should understand that what he wants couldn't be achieved using violent means. I don't think he's too worried about his allies. Das ist aber auch ein richtiger Trottel, wenn er die Tür zusperrt, aber die offen lässt, die was genau in die gleiche Stelle führt. Ah, meine Güte. Einer von der schlauen Seite ist es auf alle Fälle nicht. So, da unten. Look what we have here. The fool who believed he was a more worthy chief than me. It is now my way or no way. Follow death. But you'll never change, Cain. Is your only path the one stained with blood, paved with hate? The same hate destroying your own people. Look around. This valley was once filled with peace, but is now filled with gravestones. You cannot continue to lead our people down this road. You have gone too far, Cain. Fight someone your own size. Oh, Bossfight! Es wird nicht lang dauern, bis der meine ganzen Kameraden ausrottet. Für Nisha sieht es jetzt schon schlecht aus. Shit. Alter, der zieht mir die Hälfte mit einem Schlag ab. Bei dem müssen wir uns in Acht nehmen. Oh fuck.
Oh fuck, wir sind tot. Oh mein Gott, er hat verfehlt. So ein Depp. So, erstmal die Kleinen kaputt machen. Oh mein Gott, Phobos. Für Phobos ist... Oh mein Gott, das sind ja sogar 2 Dicke. Oh mein Gott. Das kann was werden. Shit. Shit. Misha ist auch bald tot. Phobos ist hinüber. Gott, das ist da schon wieder keine... Oh mein Gott, 3 Dicke. Was... 2 Dicke. Fuck. Shit. Wenigstens Misha macht sich ganz gut. So, nur noch einer. Jetzt haben wir nur noch keinen. So, meine Pistole ist überladen. Oh nein. Oh shit. Man kommt halt echt nicht weg. Man liegt dann nur noch rum. Ah Mann, wir hätten frühzeitig noch eine Spritze nehmen müssen. Wir haben ja genug. Aber es ist auch echt bescheuert, wenn man mit 2 Schlägen tot ist. So, überspringen wir die Cutscene, kennen wir ja schon. Und Misha geht gleich mal in die Explosion rein. Knappes Ding. Ist das kein? Ja, das ist kein. Nee, das ist einfach nur irgendein Dicker. Jetzt hat er die Rolle nicht angenommen. Aus. Misha stirbt hier gleich. Helfen wir ihr mal. Wenigstens lenkt sie diesen Kein ab. Shit. Er legt uns wieder um. Wir kommen nicht weg. Alter. Ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Man darf sich nicht einmal von dem Typen treffen lassen, denn sonst ist man einfach tot. Sinnfrei, sinnfrei, aber was soll's. Wir müssen da jetzt durch. Wir könnten auch einfach nur auf Entfernung spielen, die ganze Zeit auf ihn draufschießen, aber das ist ja langweilig. Bla bla bla, passt schon. So. Das ist kein. So, wir müssen erst die Kleinen hier wegkriegen. Helfen wir erstmal Phobos, weil sonst ist er gleich wieder tot. Ich glaube, er ist auch mit unserer Hilfe gleich wieder tot. Nachdem wir hier in eine Tretmine nach der anderen reinhüpft. Knappes Ding. So, jetzt haben wir nur noch keinen, oder? Ne, da hinten. Oh, 2 kleine haben wir. Wow, shit. Diesmal nicht kein. Diesmal nicht. Wir treffen halt nicht. Schalten wir den noch aus. So, Nisha geht's gut. Phobos geht's... Shit. Natürlich. Mich hätte jetzt nicht gewundert, wenn er einfach jetzt zu uns gelaufen wäre und es umgehauen hätte. Haha. Bam, wir haben es geschafft. Do not kill him. Even if his heart pumps with pure hatred, spilling it makes us no better than he. It ensures more blood will follow. Please, be better than he is. Scum. If I were as good as you, I would not be me. And that is all I can be. One cannot continue to trim a weed that will not stop growing and spreading its seeds. One must rip it out by the roots. He will start wars among us, or between us. He cannot live another breath. Ich bin seiner Meinung. Deswegen... Stirb! Just
Scum's a good guy. All he wants is peace. The Valley needs someone like him to lead them. Even if I think Phobos would be a better choice in other ways. Very kind of you to say, Nisha. Not being kind, I'm being honest. Your people will have to fight to free your brothers and win the right to live free among the corporations. I don't think he's got it in him to lead your people. Zachariah, you are living proof that our people can live in harmony. You have helped us enormously, but now I believe it is time to make a decision. We must present a chief to the assembly. The time for speaking, I am afraid, is dwindling. If our internal quarrels give rise to conflict within our own, we need someone to unite us. We must walk as one race, place differences aside. Then it should be you. There is no mutant who lacks respect for you. And unlike Cain, your leadership will not spill blood. As a strategist, though, you are greatly respected as well. Perhaps it is you who should run. Nein, Mann. Phobos ist der Beste. Der darf die Gruppe nicht verlassen. Das ist der Gott, Mann. Wir dürfen 250 Gewicht mehr mitschleppen. Also Abschaum, ab geht's. I know it may not be my place to give an opinion, but I think that it makes sense for you to be chief, Scum. You inspire them, and that's what they need. Perhaps you are correct, Zachariah. Though the fear of needing to be not just a chief, but a strategist that must lead a charge to free our brothers, I do not know. But we shall see what my people have to say. My love and support are yours, Scum. I will continue on with Zachariah until he finds peace, but I will come back to help you once it is done. Humbly he stands before you. Once we spoke like this, remember? When we were bound in our chains. But that's behind us. And today, myself, Scum, in this valley that is ours, can finally say, I! And such freedom was bought with blood of our fallen brothers. Hear me when I speak these words. I also have the belief that our found freedom must be shared. And for that reason, let us rise, but with no violence, without freedom taken by crushing down those who, too, were once our brothers. So might we all be brothers someday, even those who once bathed in our humiliation. In my dreams, I see a planet where mutants and men live together, break bread together, bear witness as their kin play together. Let us not create adversaries with wrath, or become the cruelty once shown to us. Instead, let us show mercy, and in that mercy, let there lie our road to peace. And with the Shadow's mercy, may this dream of freedom and equality spread across the surface of our planet. Zachariah, we must talk. About what? This is your safe house. The ASC could not reach you here, correct? That's the hope. But consider this. Even if Victor cannot reach you here, how many times has he tried to impede you, to track you? You've already had to escape from his grasp twice. Perhaps the time has come to be less passive, to gather your allies and take the offensive for once. Word of the power he accumulates in the People's Assembly of Abundance is terrifying. I speak not of violence, but perhaps of some other way to bring him down. With all that you have done for so many, I am certain many would be more than willing to come to your aid, and even more invigorated when that aid will bring such a tyrant to his knees. You have our support, the Technomancers, and any others you can gather. And from the great heights to which he has climbed, the fall will be tremendous. He will not recover. Maybe you're right. Maybe it is time to take the offensive. I know you were looking forward to a break, but he's got a point. Consider what you're after. Talk to Dandolo, pick his brain. Even though he isn't an Ophir, he has a lot of resources. Most importantly, politics is his element. Es scheint also soweit zu sein. Wir versammeln unsere Verbündeten für einen gigantischen Gegenschlag gegen Victor. Anderen wird uns ganz bestimmt nicht helfen, denn wir haben den Worry nie was Gutes getan.